Servus! Servus! Im heutigen Video haben wir wieder den VW T6 bei uns. Bei dem möchten wir heute die Bremsbeläge tauschen. Die sind verschlissen. Die Bremsscheibe, die werden wir heute nicht austauschen. Wir zeigen euch aber trotzdem im Video, wie man die mit austauscht, wenn man die mittauschen möchte. Ist jetzt auch nicht wirklich viel mehr Aufwand. Ich würde sagen, wir zeigen euch wie immer erstmal die Teile, die wir einbauen wollen nach dem Intro und dann geht's los. Gut, hier haben wir jetzt mal unsere Ersatzteile, also Bremsbeläge natürlich, ne, die wollen wir heute austauschen. Auf dem Bremsbelag sind hier solche freie Stellen, das zeigen wir später im Video, da kommt hier der Sensor rein, ne, der Verschleißsensor, der wird momentan auch angezeigt, das zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier 4 neue Schrauben für den Sattel und hier die neuen Spangen, die die Beläge führen, damit die schön beweglich bleiben. Und das werden wir heute alles hier mit dem Plasti-Loop von ATE mit einbauen, also sprich Bremsenpaste, damit das alles richtig ist. Und jetzt zeigen wir euch erstmal den Fehler. So, jetzt gehen wir mal hier in den Bus rein. Und zwar sieht man hier oben schon 3 Fehler. Die anderen beiden, die ignorieren wir jetzt mal. Die gehören jetzt zum heutigen Video nicht dazu. Da gibt es ein separates Video dazu. Was es damit auf sich hat, das seht ihr in einem anderen Video. Das Problem ist hier. Das Bremsensymbol ist hier, Verschleißanzeige. Die ist jetzt aktuell an und die werden wir sozusagen jetzt durch den Tausch von den Bremsbelägen dann auch wieder löschen können. Zunächst einmal nehmen wir uns hier natürlich die Felge runter. Da haben wir jetzt hier so einen Felgenschutz, beziehungsweise Schraubenschutz. Und nehmen uns erstmal die 5 Bolzen runter und dann können wir schon auf die Bremsanlage drauf schauen. Beim Bus ist es ein bisschen anders. Die haben da 19er Stecknuss und die werden wir uns jetzt erstmal hier lösen. Jetzt können wir ja mal reinschauen. Und wenn man da reinschaut, sieht man auch schon, dass da gar kein Belag mehr ist. Der ist hier schon komplett weggefahren. Und das ist auch der Grund, warum man den Fehler wirft und ja, wir das austauschen wollen. Die Bremsscheibe an sich geht noch. Die hat einen ganz leichten Grad, die ist noch in Ordnung. Die kann man nochmal verwenden für einen Belagssatz und dann wird die beim nächsten Mal auch mit ausgetauscht. Jetzt sind wir hier auf der Innenseite. Um die zu lösen, werden wir uns erstmal hier die Sattelschrauben wegnehmen. Das sind 2 13er Schrauben. Dazu gehen wir hier mit einem Ratschenschlüssel drauf und lösen uns die beiden erst einmal. Nachdem die 2 Schrauben locker sind, fahren wir uns hier mit einem Schraubenzieher unter den Sattel rein und hebeln uns den sozusagen raus. Das geht relativ easy, das sieht man auch. Und dann hat man sozusagen den Sattel vom Halter auch schon runter und dann kann man sich hier die Belege ausbauen. Jetzt kann man das hier noch besser erkennen mit den Belegen. Also der äußere, der hat sogar noch ein bisschen Belag gehabt. Da ist noch ein bisschen was drauf. Aber jetzt können wir mal den inneren rausmachen, da seht ihr, dass da überhaupt nichts mehr war. Vielleicht 1 Millimeter noch, aber ja, ganz dünne Lage ist noch drauf gewesen, aber der war schon richtig fertig. Jetzt nehmen wir noch hier die Spangen raus. Die sind ja neu dabei, die tauschen wir auch aus. Die kann man, wenn man sie nicht hat, auch nochmal benutzen. Also die sind eigentlich ja unzerstörbar. Aber wenn die neu dabei sind, machen wir die natürlich neu. Im nächsten Schritt werden wir uns jetzt hier den Bremssattel abbauen, weil den möchten wir uns natürlich schön abreinigen und die Führungsbolzen auch sauber machen, frisch einfetten. Und dazu gehen wir hier mit einer 21er Stecknuss drauf und lösen uns erstmal hier den Sattelhalter. So, und wenn die 2 Schrauben gelöst sind, ist der Sattelhalter auch schon locker und den kann man sich dann hier runterziehen. Wenn ihr jetzt vorhabt, die Bremsscheibe noch mitzutauschen, dann löst ihr einfach hier die Schraube, ist eine Vielzahn, eine 12er. Dann könnt ihr die Scheibe runternehmen und die neue aufsetzen und das ist eigentlich dieser einzigste Arbeitsschritt, den man dann mehr hat, wenn man die Scheibe noch mittauschen möchte. Und jetzt werden wir uns erstmal hier alles abreinigen. Was wir jetzt im nächsten Schritt machen, wir werden uns jetzt hier den Sattelhalter reinigen. Und zwar haben wir hier die Laufflächen, die machen wir uns schön sauber, da kommen später die neuen Spangen drauf, damit es hier ja schön arbeiten kann. Und wenn das sauber ist, machen wir hier die Führungshülsen raus, die sind ja hier drin. Die lassen wir aber so lange drin, damit da kein Dreck reinkommt und das machen wir jetzt im nächsten Schritt. Dann reinigen wir uns hier die Flächen ein bisschen mit Bremsenreiniger ab. Da haben wir den Montagecleaner.
Und den machen wir jetzt hier ein bisschen drauf, ne? Lassen es ein bisschen abtrocknen. Und dann können wir uns jetzt hier schon mal die Führungshülsen rausnehmen, damit wir die frisch einfetten können. Die sind noch gut geschmiert, die gehen noch schön leichtgängig, aber trotzdem, wenn man das ausbaut, immer gleich mitmachen, damit man da keine Schwierigkeiten bekommt. Wie man sieht, die sind schon relativ schmutzig hier, ne, das Fett. Aber das wischen wir uns jetzt hier alles ab und dann kommt da frisches Fett rein. Dann nehmen wir uns einfach hier ein bisschen ein Papier her, putzen uns das ab. Wie man sieht, die sehen auch noch sehr gut aus. Also denen fehlt nichts. Ist ja noch nicht so alt, das Auto, ne? Ist noch relativ modern. Und wenn die sauber sind, dann nehmen wir uns hier unser Plasti-Loop her. Ja, das ist extra so ein Bremsenfett, das kann man dafür hernehmen. Schmieren uns hier ein bisschen Fett drauf. Einfach, wie gesagt, damit die Gleitfähigkeit bestehen bleibt. Das ist halt wichtig, weil die Bremsanlage schwimmend eingebaut wird, damit die dann nicht verkanten und blockieren kann. Gut, nachdem die eingeschmiert sind, drehen wir uns die hier wieder ein bisschen auf. Einfach beim Reinstecken ein bisschen drehen, damit sich das Fett schön verteilen kann. Da sieht man auch, dass das schön freigängig ist, das Ganze. Ja, da sieht man das, die werden sozusagen wieder zurückgezogen, das ist normal. Die Seite auch und dann ist der Bremssattelhalter sozusagen vorbereitet. Gut, dann machen wir uns hier den Bremssattelhalter wieder drauf. Also sprich, wenn ihr jetzt eine neue Scheibe habt oder die alte drauf lasst. Die 21er Schrauben hier von dem Bremssattelhalter, die werden insgesamt dann mit 180 Newtonmeter am Achsschenkel wieder befestigt, damit er richtig fest ist und dann können wir auch den Bremseneinbau wieder fortsetzen. Jetzt ist der Bremssattelhalter fest. Im nächsten Schritt werden wir uns jetzt hier den Bremssattel bzw. den Bremskolben vom Sattel zurückdrücken, damit wir dann da auch die neuen Belege einbauen können und das wieder zusammenbauen können. Dazu nehmen wir uns jetzt hier unser Bremskolbenrücksteller. Das ist so ein ganz einfaches Set, ne, mit so einem Kolbenrücksteller. Da gibt es hier mehrere Adapter. Wir nehmen uns jetzt hier den 7er, das ist eigentlich der gängigste für VW. Der hat so zwei Nasen drin, die gehen sozusagen vorne drauf, das zeige ich euch gleich. Und dann kann man den ganzen Kolben hier zurückdrücken. So, wenn man jetzt hier reinschaut, ne, das sind so zwei Aussparungen. Wenn man jetzt hier diesen Adapter nimmt, da sind so zwei Näschen drauf, die passen da jetzt genau rein, ne, das sieht man. Und weil hinten wird der Bremskolben nicht reingedrückt, sondern reingedreht. Das sind immer verschieden. Die vorderen werden gedrückt, die hinteren gedreht. Und das werden wir jetzt hier im nächsten Schritt machen, damit wir dann letztendlich dann auch die Bremsbeläge richtig installieren können. Als kleiner Geheimtipp nehmen wir Silikonspray. Das sprühen wir hier an der Manschette, Gummimanschette. Bleibt schön geschmeidig, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und somit des Festbackens des Kolbens. Also man sieht, der geht relativ schön auch zurück. Wenn die festhängen, am besten das Gummi ein bisschen hochheben, Silikonspray auch mal in die Führung reinsprühen, das macht dem gar nichts. Dann geht es meistens noch ein bisschen lockerer, aber der hier geht noch relativ gut. Wie gesagt, das ist auch nicht so alt. Den drehen wir uns jetzt komplett zurück und dann zeigen wir euch, wie das ausschaut und dann machen wir weiter mit dem Einbau. Jetzt sieht man das hier, der Bremskolben ist jetzt komplett zurückgefahren, also bis auf die letzte Position. Was ihr noch machen könnt, ist den Bremsflüssigkeitsbehälter aufmachen, das haben wir jetzt leider vergessen zu filmen, aber das sollte man auf jeden Fall machen, weil sonst drückt ihr die Bremsflüssigkeit oben durch den Deckel und dann kann es sein, dass dann Schaden entsteht. Jetzt können wir uns hier die Spangen hernehmen, die werden dann nur aufgedrückt. Unter die Spangen machen wir kein Fett, das bringt ja nicht wirklich viel, weil wenn die trocken verbaut sind, halten die natürlich auch dementsprechend besser. Die werden da wie gesagt nur aufgedrückt. Und dann halten die an dem Bremssattelhalter von alleine. Gut, und somit sind die Backenhalter sozusagen schon installiert. Dann nehmen wir uns hier die Bremsbeläge, da machen wir uns hinten auf die Nasen ein bisschen Bremsenpaste drauf. Also nicht übertrieben viel, ne, dass ein bisschen geschmiert ist, damit es da schön geführt ist. Und dann bauen wir uns die erst ein. Also die sollte man nicht trocken verbauen, weil die gern verkanten und das kennt man auch. Dann fängt es das Quietschen an, das habt ihr bestimmt schon gehört bei anderen Autos. Deshalb kommt da immer ein bisschen Bremsenpasta mit drauf. Dann drücken wir uns den Belag hier auf. Der wird einfach nur so aufgeschoben. Und dann sitzt er auch schon in seiner Position. Das machen wir hier mit dem Inneren natürlich genauso. Der wird auch aufgesteckt und dann können wir uns hier den Bremssattel wieder aufstecken. Der wird auch nur aufgesteckt. Wird da eingeführt und dann aufgedrückt. Und dann sieht man das und ist wieder richtig installiert. Dann nehmen wir uns hier den Bremssattel her. Den kann man jetzt hier wieder sozusagen aufstecken. Das funktioniert aber nur, wenn der Sattel zurückgedrückt ist, beziehungsweise der Bremskolben, weil sonst würde es nicht passen, dann wäre es zu breit. Und jetzt nehmen wir uns hier die neuen Schrauben her. Die Schrauben werden insgesamt mit 35 Newtonmeter festgezogen und das machen wir im nächsten Schritt. Die zwei Schrauben haben wir uns jetzt hier angesetzt. Die drehen wir jetzt hier mit dem Drehmomentschlüssel fest.
Wie gesagt, die kriegen insgesamt 35 Newtonmeter, das ist nicht wirklich viel. Da hört man das auch schon. Und dann ist der Bremssattel am Sattelhalter auch wieder richtig befestigt und kann benutzt werden. Das war jetzt mal die Seite auf der linken. Auf der rechten Seite haben wir jetzt noch den Sensor, den zeigen wir euch separat noch im Video. Das blenden wir euch gleich mit ein. Wir bauen jetzt drüben die Anlage auseinander und dann kriegt ihr das natürlich auch noch zu sehen. Und wichtig ist natürlich immer zu erwähnen, wir müssen natürlich die Bremsanlage nachher noch ein paar Mal treten, damit die Belege richtig anliegen, bevor man das erste Mal fährt. Aber wir sehen uns gleich wieder am Sensor. Hier haben wir jetzt mal den Belag von der anderen Seite. Hier sieht man auch dieses Sensorkabel. Und hier in der Ecke ist sozusagen der Sensor verbaut. Also wenn wir jetzt den neuen Belag hernehmen, dann kann ich euch das zeigen. So sieht das aus. Und in die Ecke kommt jetzt das Sensorkabel. Wichtig ist zu beachten, man hat hier wie so eine Art Dreieck. Und die flache Stelle hier hinten, die große, die kommt hier an die flache Stelle vom Bremsbelag. Und das Dreieck, was vorne und die Spitze, die muss nach außen zeigen. Ich zeige euch das kurz. Dann nimmt man sich jetzt hier den Bremsbelag und hier ist sozusagen das Kabel. Wie gesagt, hat man jetzt hier diese Öffnung. Dann geht man hier mit dem Kabel durch und es wird hier einfach nur draufgeschoben. So, und dann ist der Bremsverschleiß installiert. Und wenn er das hier berührt und schleift, dann meldet er halt dann den Verschleiß vorne im Cockpit. Und wenn man jetzt hier schaut, hier hinten ist so ein kleiner Metallring drauf. Ja, hier, das sieht man. Der wird jetzt hier aufgeschoben und der blockiert jetzt den Sensor, dass da rausfallen kann. Da ist so eine kleine Nut drin. Das drücke ich jetzt hier drauf. War jetzt ein bisschen schwierig. Jetzt sieht man, jetzt ist es hier gekontert durch diesen kleinen Ring und dann kann der Sensor hier nicht mehr rausfallen. Und so wird der Belag jetzt eingebaut, hier hinten aufgesteckt, ganz normaler VW-Stecker. Und dann sollte die Anzeige auch wieder aus sein. Das sehen wir aber gleich. Gut, nachdem alle Belege jetzt drauf sind und die Bremsanlage wieder verbaut ist, können wir mal reingehen in den Bus. Jetzt schauen wir hier nochmal rein. Wenn wir den Schlüssel rumdrehen, müsste eigentlich jetzt das Symbol weg sein. Ja, jetzt ist es weg. Wie gesagt, ne, das untere Symbol, das ist weg. Ich blende euch das jetzt gerade nochmal ein. Also sprich, der Fehler ist behoben und jetzt geht es an den Fehler, aber den seht ihr erst im nächsten Video. Gut, das war jetzt mal der Einbau von den Bremsbelegen. Wie ihr gesehen habt, das war relativ einfach. Der Georg, der ist schon am Händewaschen. Feierabend. Genau, wir machen Feierabend. Wir bedanken uns fürs heutige Zuschauen. Die Ersatzteile, die haben wir euch natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Servus. Servus.